Guten Tag an alle, ich bin Peter. Adele, du glaubst nicht, was mir letzte Woche passiert ist. Ich war im Garantie-Service Center und das war ein absolutes Abenteuer. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Peter, jetzt bin ich aber sehr neugierig. Was ist im Garantieservice Center passiert? Also, alles hat damit angefangen, dass mein neues Telefon plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es erst vor 3 Monaten gekauft, also war es noch in der Garantiezeit. Oh nein, was war denn das Problem mit dem Telefon? Hat es sich nicht mehr eingeschaltet? Genau. Eines Morgens wollte ich es einschalten und nichts ist passiert. Der Bildschirm war komplett schwarz. Ich habe es aufgeladen, ich habe verschiedene Tasten gedrückt, aber es hat sich nicht bewegt. Das ist wirklich ärgerlich. Und dann bist du direkt zum Garantieservice Center gegangen? Nicht sofort. Zuerst habe ich im Internet gesucht, ob ich das Problem selbst lösen kann. Ich habe viele Videos angeschaut und verschiedene Dinge ausprobiert, aber leider hat nichts geholfen. Das kenne ich. Manchmal sucht man stundenlang im Internet und findet trotzdem keine Lösung. Liebe Zuhörer, habt ihr auch schon solche Probleme mit euren Handys gehabt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, genau. Also bin ich am nächsten Morgen früh aufgestanden und zum Service Center gefahren. Ich dachte, es ist besser, gleich früh zu gehen, damit ich nicht so lange warten muss. Das war klug. Und wie war es, als du dort ankamst? Als ich ankam, war der Laden noch nicht sehr voll. Ich bin zur Tür hereingekommen und ein freundlicher Mitarbeiter hat mich sofort begrüßt. Er hat gefragt: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, das klingt gut. Manchmal muss man ja sehr lange warten, bis sich jemand um einen kümmert. Wie hast du dem Mitarbeiter das Problem erklärt? Ich habe gesagt: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Telefon. Es schaltet sich nicht mehr ein und ich habe es erst vor 3 Monaten gekauft. Er hat dann gefragt, ob ich den Kaufbeleg dabei habe. Ah, der Kaufbeleg ist sehr wichtig für die Garantie, oder? Hattest du ihn dabei? Zum Glück ja. Ich habe immer alle wichtigen Dokumente in einer Mappe zu Hause, aber ich musste kurz in meiner Tasche suchen, weil ich so viele Papiere dabei hatte. Das ist eine gute Gewohnheit. Liebe Zuhörer, denkt immer daran, wenn ihr etwas Teures kauft, bewahrt den Kaufbeleg auf. Das ist sehr wichtig für die Garantie. Und ihr, habt ihr alle eure Kaufbelege noch? Der Mitarbeiter hat den Kaufbeleg angeschaut und dann gesagt, dass das Telefon tatsächlich noch in der Garantiezeit ist. Dann hat er mich gebeten, ein Formular auszufüllen. Ein Formular? Was für ein Formular war das? Es war ein Reparaturauftrag. Ich musste meinen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer aufschreiben. Außerdem musste ich das Problem genau beschreiben. Und hast du das auf Deutsch ausgefüllt? Das muss für dich eine gute Übung gewesen sein. Haha, ja, es war tatsächlich eine gute Übung. Ich musste das Wort schwarzer Bildschirm schreiben und erklären, dass das Gerät nicht mehr reagiert. Der Mitarbeiter hat mir geholfen, wenn ich ein Wort nicht wusste. Das ist sehr nett von ihm. Liebe Zuhörer, wenn ihr in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz seid und ein Problem mit einem Gerät habt, keine Angst. Die Mitarbeiter sind meistens sehr hilfsbereit. Ja, das stimmt. Nachdem ich das Formular ausgefüllt hatte, hat der Mitarbeiter das Telefon genommen und es genau angeschaut. Er hat es von allen Seiten geprüft. Was hat er dann gesagt? Konnte er das Problem sofort erkennen? Er hat gesagt, dass er das Telefon zuerst zu einem Techniker bringen muss. Der Techniker soll dann schauen, was wirklich das Problem ist. Das kann einige Zeit dauern. Wie lange hat er gesagt, dass es dauert? Das ist immer die große Frage, nicht wahr? Er meinte, normalerweise dauert so eine Prüfung 3 bis 5 Werktage. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es geht schneller. 3 bis 5 Tage. Das ist eine Weile. Wie bist du denn die ganze Zeit ohne dein Telefon ausgekommen? Das war wirklich schwierig. Ich hatte zum Glück noch ein altes Telefon zu Hause, das ich benutzen konnte. Es war nicht sehr modern, aber es hat funktioniert. Das ist gut. Liebe Zuhörer, es ist immer eine gute Idee, ein altes Telefon aufzubewahren. Man weiß nie, wann man es braucht. Was hat dir der Mitarbeiter als nächstes gegeben? Er hat mir einen Abholschein gegeben. Das ist ein kleines Papier mit einer Nummer. Er hat erklärt, dass ich diese Nummer brauche, wenn ich das Telefon wieder abholen komme. Ah, wie ein Ticket. Und was ist passiert, als du wieder nach Hause gegangen bist? Hast du einfach gewartet? Ja, ich musste warten. Aber am 3. Tag habe ich eine SMS auf mein altes Telefon bekommen. Die Nachricht war vom Service Center. Oh, was stand in der SMS? Erzähl uns. In der SMS stand: Ihr Gerät ist fertig zur Abholung. Ich war sehr froh. Aber dann stand da auch noch etwas, das mich ein bisschen überrascht hat. Was denn? Jetzt bin ich sehr neugierig. Liebe Zuhörer, seid ihr auch gespannt? Was könnte in der SMS gestanden haben?
Es stand, dass der Techniker das Problem gefunden hat. Es war ein Fehler in der Software des Telefons, kein physischer Schaden. Deshalb mussten sie das Betriebssystem neu installieren. Ah, ein Softwareproblem. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, oder? Das bedeutet, dass das Telefon selbst in Ordnung ist. Genau. Und das Beste war, weil es ein Softwareproblem war und das Telefon noch in der Garantiezeit war, musste ich nichts bezahlen. Die Reparatur war komplett kostenlos. Wunderbar. Das ist wirklich ein gutes Ergebnis. Liebe Zuhörer, das ist der große Vorteil der Garantie. Wenn etwas in der Garantiezeit kaputt geht und es kein selbstverursachter Schaden ist, bezahlt ihr meistens nichts. Ich bin dann schnell zum Service Center gefahren, um mein Telefon abzuholen. Ich hatte natürlich meinen Abholschein dabei. Und wie war die Abholung? War es einfach? Sehr einfach. Ich bin zum Schalter gegangen und habe den Abholschein gegeben. Der Mitarbeiter hat die Nummer auf dem Schein mit dem Computer verglichen und dann mein Telefon geholt. Das klingt sehr organisiert. Haben Sie dir auch erklärt, was genau Sie gemacht haben? Ja, der Techniker war auch dabei und hat mir alles erklärt. Er hat gesagt, dass manchmal Telefone solche Softwareprobleme bekommen, besonders nach einem Update. Es ist nicht ungewöhnlich. Interessant. Und das Telefon hat danach wieder normal funktioniert? Perfekt. Als ich es eingeschaltet habe, war alles wieder wie neu. Alle meine Apps waren noch drauf, alle meine Fotos, alles war noch da. Oh, das ist eine Erleichterung. Manchmal verliert man ja alle Daten, wenn das Betriebssystem neu installiert wird. Hatten Sie deine Daten gesichert? Ja, der Techniker hat vorher eine Sicherungskopie gemacht. Er hat mir erklärt, dass sie das immer tun, bevor sie etwas am Gerät ändern. Das war sehr professionell. Das ist wirklich beeindruckend. Liebe Zuhörer, wenn ihr euer Gerät zum Service bringt, fragt immer, ob Sie eure Daten sichern, bevor Sie mit der Arbeit anfangen. Das ist sehr wichtig. Genau. Und ich habe dem Techniker noch eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, ob ich etwas tun kann, damit das Problem nicht wieder passiert. Und was hat er geantwortet? Das ist bestimmt nützlich für alle unsere Zuhörer. Er hat gesagt, machen Sie regelmäßig Sicherungskopien von Ihren Daten. Installieren Sie Updates immer dann, wenn Ihr Telefon vollständig aufgeladen ist. Und starten Sie Ihr Telefon einmal in der Woche neu. Das sind einfache Tipps, aber sie helfen wirklich. Das sind sehr praktische Ratschläge. Liebe Zuhörer, habt ihr das gehört? Regelmäßige Sicherungskopien, Updates bei vollem Akku und einmal pro Woche neu starten. Macht ihr das schon? Schreibt es uns. Bevor ich gegangen bin, habe ich mich bei dem Mitarbeiter und dem Techniker bedankt. Sie waren beide sehr freundlich und hilfsbereit. Das ist wichtig, sich zu bedanken. Auf Deutsch sagt man vielen Dank oder Danke schön. Liebe Zuhörer, merkt euch diese Ausdrücke, sie sind sehr nützlich. Ja, und der Mitarbeiter hat noch gesagt, gern geschehen. Falls Sie weitere Probleme haben, kommen Sie einfach wieder vorbei. Das fand ich sehr nett. Das ist ein schöner Service. Also, liebe Zuhörer, was können wir aus Peters Geschichte lernen? Wenn ihr ein Problem mit einem Gerät habt, das noch in der Garantie ist, habt keine Angst, ins Service Center zu gehen. Genau. Und bringt immer den Kaufbeleg mit. Ohne den Kaufbeleg ist es sehr schwierig, die Garantie in Anspruch zu nehmen. Richtig. Und es ist auch gut, das Problem genau zu beschreiben, wenn ihr das Formular ausfüllt. Je genauer ihr seid, desto schneller kann der Techniker das Problem finden. Das stimmt. Ich war wirklich sehr zufrieden mit dem ganzen Erlebnis. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, wie der Prozess auf Deutsch abläuft. Das ist verständlich. Viele Deutschlernende haben Angst, in solchen Situationen Fehler zu machen. Aber liebe Zuhörer, macht euch keine Sorgen. Die meisten Menschen sind geduldig und helfen euch gerne. Ja, und wenn ihr ein Wort nicht wisst, könnt ihr immer fragen, wie sagt man das auf Deutsch? Oder können Sie das bitte wiederholen? Diese Sätze sind sehr hilfreich. Wunderbar. Liebe Zuhörer, übt diese Ausdrücke, wie sagt man das auf Deutsch und können Sie das bitte wiederholen und können Sie langsamer sprechen bitte? Diese Sätze sind in vielen Situationen nützlich. Ich habe auch gelernt, dass man in Deutschland sehr pünktlich sein sollte. Das Service Center hat mir gesagt, das Telefon ist fertig und genau zum angegebenen Zeitpunkt war es fertig. Ja, Pünktlichkeit ist in Deutschland sehr wichtig. Das ist Teil der deutschen Kultur. Liebe Zuhörer, wenn ihr in einem deutschsprachigen Land seid, versucht immer pünktlich zu sein. Es ist ein Zeichen von Respekt.
Das war wirklich ein lehrreicher Tag für mich. Nicht nur habe ich mein Telefon repariert bekommen, ich habe auch viel über den deutschen Kundenservice gelernt. Und du hast dein Deutsch geübt. Das ist auch sehr wichtig. Adele, ich habe noch eine letzte Frage. Was war das schwierigste Wort, das du an diesem Tag gelernt hast? Das schwierigste Wort war Garantieanspruch. Das bedeutet, dass man das Recht hat, die Garantie zu nutzen. Es ist ein langes Wort, aber sehr wichtig. Haha, ja, die deutschen Wörter können manchmal sehr lang sein. Das ist aber auch das Schöne an der deutschen Sprache. Man kann viele Wörter zusammensetzen. Liebe Zuhörer, kennt ihr andere lange deutsche Wörter? Schreibt sie in die Kommentare. Und liebe Zuhörer, wenn ihr jemals ein Problem mit einem Gerät habt und es noch in der Garantie ist, traut euch ins Service Center. Es ist gar nicht so schwierig, wie es vielleicht klingt. Das ist eine tolle Botschaft, Peter. Und das war unsere heutige Geschichte bei Wow Spoken German. Wir hoffen, dass ihr viel gelernt habt. Nicht nur neue deutsche Wörter, sondern auch, wie man in einer echten Alltagssituation auf Deutsch kommuniziert. Genau. Und vergesst nicht, Deutsch lernt man am besten, wenn man es wirklich benutzt. Also traut euch, Deutsch zu sprechen, in Geschäften, in Servicecentern, überall. Wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst bitte einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Habt ihr ähnliche Erlebnisse in einem Service Center gemacht? Erzählt uns davon. Wir freuen uns immer über eure Kommentare und Nachrichten. Bis zur nächsten Episode. Bleibt neugierig und lernt weiter Deutsch. Auf Wiedersehen und bis bald, liebe Zuhörer. Tschüss. Tschüss.